Es ist mal wieder soweit. Wir haben ein bisschen Rasen zu reparieren. Endlich wieder. Aber heute machen wir mal was anders. Heute machen wir mal ein Experiment mit dabei. Ich zeige euch natürlich erstmal, wie ihr den Rasen repariert, die ganz normalen Schritte. Aber dann probieren wir mal was aus. Und zwar ist die Frage heute, wohin gehören die Rasensamen oder besser, wohin gehört die Rasenerde? Ich werde diesen Bereich in 3 Teile teilen. Abschnitt 1 kommt Erde drauf und Rasensamen. Abschnitt 2 kommt Erde, Samen und obendrauf nochmal Erde. Und auf Abschnitt 3 lassen wir die Erde unten drunter einfach weg, machen also direkt die Rasensamen auf den alten Boden und machen die Erde da oben drauf. Und dann gucken wir mal, was schneller wächst, was besser wächst. Vielleicht gibt es auch gar keine Unterschiede, aber das werden wir heute rausfinden. Aber als erstes fangen wir mal mit den Basics an. Der alte Rasen, der hier so schön braun und kaputt ist, der muss natürlich erstmal weg. Das ist immer Schritt 1. Die Rasenfläche von allem alten Rasen befreien. Bisschen was stehen bleibt, ist nicht schlimm, aber das meiste sollte einfach weg sein. Und das machen wir jetzt. Wenn es ein kleiner Bereich ist, könnt ihr einfach eine Hake nehmen, hakt das Ganze weg, guckt, dass ihr die Erde auch schön anraut, dass ihr schöne Rillen drin seht. Bei größeren Bereichen könnt ihr aber auch den Lüfter oder den Vertikutierer nehmen. Genau das werde ich heute machen. So sieht der Boden dann nach dem Lüften aus. Ihr seht, ein paar Grashalme stehen natürlich noch. Das ist jetzt nicht alles befreit vom alten Gras, aber man sieht die Rillen schön. Das ganze Zeug habe ich rausgeholt. Das braucht ihr natürlich nicht wegwerfen. Das könnt ihr nehmen, um eure Pflanzen zu mulchen, eure Kübel, eure Beete. Das sorgt dafür, dass die Erde länger feucht bleibt, nicht so schnell austrocknet, hat also vor allem, wenn es heiß ist, Vorteile. So, weiter geht's mit der Rasenerde. Die Rasenerde ist eine sehr fein gesiebte Erde. Ihr habt manchmal ein bisschen Quarzsand schon mit drin, das führt dazu, dass das Ganze lockerer bleibt, das Wasser besser abfließen kann in die tieferen Erdschichten. Also bitte keine Blumenerde auf euren Rasen schmeißen, die ist zu grob, da ist auch zu viel Beimaterial mit drin. Dann habt ihr da ganz viel Zeug auf dem Rasen liegen, was ihr nicht braucht. Auch bei so einer Baumarkt-Rasenerde ist das natürlich so. Die ist jetzt nicht perfekt, aber sie ist okay. Ja, man kann die ruhig dafür verwenden. Gibt's Besseres? Natürlich. Muss es bei allem immer das Beste sein? Ich würde sagen nicht, ja. Also, schmeißt mal die auf den Rasen und los geht's. Ich benutze zum Verteilen wieder meinen Rasenrakel. Habe ich schon mal gesagt, ihr müsst den natürlich nicht nehmen. Ihr könnt das genauso mit einem Besen einarbeiten. Ihr könnt euch so einen Rakel aber auch selber wunderbar einfach bauen. Aus Holz. Ihr könnt ihn aus Metallteilen einfach zusammenschrauben, die ihr im Baumarkt findet. Also man kann die fertigen Sachen kaufen. Man kann sich aber auch viel selbst bauen. Und dann versuchen wir, wie ich gesagt habe, da mal 3 Abschnitte draus zu machen. Es wird nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ich gehe ganz gerne mit dem Besen einmal noch drüber. Einfach mal so grob, weil ihr deckt natürlich auch viele Gräser zu. Manche stellen sich dann dadurch wieder auf. Dann geht es denen natürlich ein bisschen besser, wenn die rausgucken können aus der Erde. Prinzipiell braucht der Rasensamen kein Licht zum Keimen. Der braucht nur 2 Sachen. Der braucht Wärme und der braucht Wasser. Das heißt, es bietet sich an, ihn mit Erde ein bisschen zuzudecken. Weil was ist der Vorteil, wenn ihr ihn hier ausstreut? Kommen ganz gerne auch mal die Vögel, denken, cool, hat mir jemand was zu essen hingelegt und picken euch eure Rasensamen weg. Die Vögel haben sich gefreut. Ihr habt leider immer noch keinen Rasen. Und genau deswegen machen wir das Experiment. Wir testen mal, was passiert. Bringt den jetzt hier mit der Hand aus, den Samen. Ihr könnt auch Geräte nehmen dafür. Aber auch da, man muss die Kirche einfach im Dorf lassen. Ja, das ist eine kleine Fläche. Schmeißt die Rasensamen drauf. Die wachsen schon. Ich markiere mir jetzt mal grob, welche Zone welche ist, damit wir es hinterher noch wissen. Nochmal zur Erinnerung, ganz links, Zone 1. Da haben wir unten Erde, oben drauf Rasensamen. Zone 2 in der Mitte. Dort haben wir unten Erde, dann die Rasensamen und oben drauf kommt jetzt gleich nochmal Erde. Und Zone 3 ganz rechts, da haben wir keine Erde unten drunter, haben nur die Samen hin und schmeißen dann jetzt nochmal ein bisschen Erde oben drauf. Natürlich muss da oben in der Ecke wieder Werbung stehen. Ich habe ja meine Affiliate-Links unter dem Video. Aber denkt dran, alles, was ihr hier seht, habe ich selber gekauft. Hier ist nichts gesponsert. Das ist alles echt. So, die Vorbereitungen sind fertig. Zum Thema Bewässern, ich sage es lieber nochmal dazu. Normalerweise wollt ihr euren Rasen ja möglichst selten bewässern, dafür aber richtig, richtig Wasser geben. Das bringt nichts, wenn ihr gerade nachgesät habt, weil sonst sind die untersten Bodenschichten schön nass
und obendrauf liegen die Samen im Trockenen und denken, und dann wachsen sie natürlich nicht. Das heißt, jetzt kommt es wirklich drauf an, feucht halten. Guckt doch mal in die Wettervorschau. Wenn es jetzt die nächsten Tage 40 Grad hat jeden Tag, dann braucht ihr das nicht machen, dann ist das der falsche Zeitpunkt. Bei uns ist sogar relativ viel Regen angesagt, also hey, vielleicht den guten Zeitpunkt erwischt, wir werden sehen. Und nicht vergessen, alles einmal feststampfen. Denn die Rasensamen, die wollen schön Bodenkontakt. Ihr könnt das mit einer Walze machen, aber auch hier, es muss nicht immer das Gerät sein. Hauptsache der Effekt stimmt. So, und los geht das Ganze. Bewässerung Nummer 1. Wie gesagt, meine Empfehlung, wässert hier wirklich 4, vielleicht 5 Mal am Tag, je nach Wetter. Einfach ganz kurz, damit oberflächlich wieder alles nass ist, damit die ersten 1, 2 Zentimeter Boden sich vollsaugen. Meine Erwartung ist jetzt, dass der mittlere Bereich am besten wächst. Denn da haben die Samen von oben und von unten frische Erde. Das sorgt zum einen dafür, dass sie feucht bleiben oder leichter feucht bleiben, weil die frische Erde die Feuchtigkeit auch noch ein bisschen besser speichert. Auf der anderen Seite haben wir hier die Samen auf der Erde liegen. Die haben zwar schön Kontakt, wir haben sie einmal in die Erde gestampft, trocknen aber natürlich deutlich schneller aus. Sobald da die Sonne drauf scheint, ist die oberste Schicht weggetrocknet und dann liegen sie relativ schnell wieder im Trockenen. Wir müssen zwar immer nachwässern, aber die trocknen natürlich als erstes aus, weil sie den Schutz von oben nicht haben. Und auch keinen Schutz vor Vögeln, die das vielleicht als ihr Frühstücksbuffet sehen. Auf dieser Seite hier haben die Samen von unten alte Erde. Das heißt, da kann es eher mal sein, dass die vielleicht auf einem Grasbüschel liegen, was ich noch nicht erwischt habe, oder vielleicht ein Steinchen und dann liegen die da von unten eher schneller im Trockenen. Ich glaube nicht ganz so dramatisch, weil das Austrocknen von oben natürlich nicht so schnell passiert, weil die noch eine nasse Erdschicht auf sich drauf haben. Aber ich glaube, hier in der Mitte Erde von oben und von unten, ich glaube, dass das hier am besten wächst. Ich werde jede Woche ein Update machen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr leider den Kanal abonnieren. Es tut mir unheimlich leid. Ich würde euch nie dazu auffordern, den Kanal zu abonnieren, aber ihr wollt bestimmt sehen, wie das hier ausgeht. Und dann die Glocke nicht vergessen, sonst verpasst ihr vielleicht das Video. Das wäre ja mega schade. Dann wären die letzten Minuten ja voll für einen Eimer gewesen. Prinzipiell könnt ihr natürlich alle 3 Methoden nehmen. Egal, was jetzt hier besser oder schlechter funktioniert. Im Prinzip funktionieren sie alle. Die einen halt vielleicht ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Das versuchen wir rauszufinden. Aber die Grundidee ist immer dieselbe. Wenn ihr vertrocknete Stellen habt oder Stellen, die ihr nachbessern wollt, zuerst das ganze Gras weg, das alte, vertrocknete. Das Gute kann natürlich stehen bleiben. Dann den Boden schön anrillen und dann kommt Erde und Samen drauf. Das ist mal das Minimalpaket. Natürlich könnt ihr noch erifizieren, ihr könnt davor sanden, ihr könnt noch so einiges mehr machen. Aber das sind ja mal die absoluten Basics, um so eine Stelle wieder auszubessern. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das Ergebnis von dem Experiment wird oder wenn ihr weitere Tipps für Gartenbewässerung oder sonst was haben wollt, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.